Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Willkommen. Ich habe gerade zweimal willkommen gesagt, egal. Ich freue mich so über dieses Spiel. Es ist so. Naja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, zum zweiten Part von Never Alone. Mit mir, dem Benjamin Sun. Und, ja. Im letzten Part haben wir einen epischen Kampf gegen den Bär vollstritten und gewonnen. Hoffe ich mal. Und wir haben unseren Gefährten kennengelernt. Den kleinen Fuchs, den Schneefuchs hier. Oder Polarfuchs ist das ja eher. Und ja. Und wir sind hier stecken geblieben. Oh, gut. Ducken. Wie wir auch mal so ein bisschen zurückrutschen. Ich hoffe, das wird nicht zum Verhängnis. Ducken, ducken. Ah, das meine ich. Kaum habe ich es gesagt, kaum wird es mir zum Verhängnis. Weil wir so ein bisschen zurückgerutscht sind wir fast gestorben. Aber man muss sich mal vorstellen, so ist das wahre Leben der Leute, die da wirklich in solchen Gebieten wohnen. Und ich glaube, hier kann nur der Fuchs lang. Ja. Nur was hilft das? Ach so. Hihihihi. Okay. Soll ich hier hingehen? Und dann... Ach geil. Dieses Spiel ist so hübsch einfach nur. Diese ganzen... Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So. Kommst du? Nuna. Nuna? Yay. So. Dann hier rüber. Ja. Manche, also die Inupiats, ich nenne sie jetzt mal Inupiat, müssen auch... Alter! Müssen auch also manchmal solche langen Strecken überwinden. Das sieht mir sehr brüchig aus. Hü? Nein. Hü? Warte, kann man da... Nein, da kann man noch nicht hoch. Ach, Mann. Hier kann der Fuchs hoch. Ducken. Ich frag mich. So nicht. Macht er irgendwie das hier runter? Au! Das tat weh. Macht er irgendwie, dass die runterkommen? Der Schwanz. Nö. Doch. Ich habe mich auch geduckt. Dann komm mal her. Hä? Ah. Hey. So. Nun da drauf. Und da drauf. Super. Natürlich muss man auch weit genug springen. Wie der Fuchs wartet. Aber die Teile kommen leider nicht, wenn der Fuchs da nicht ist. So. Upsala. Ja, das waren meine Kopfhörer. So, jetzt aber... Ach, Mann! Okay, das war zu früh gesprungen. So, dann folg mir mal nun. Die KI ist, glaube ich, schlauer als ich dann. Hui. So. So.
Und ja, war zwar knapp, aber... Hui. Das Spiel ist so hübsch. Nein, mein Dorf. Errungenschaft freigeschaltet. Heimkehr. Ah, okay. Iverksiarluollu tikitkaa aimarvini. Agalaan maluunaqsingamalaq. Injoquluk tikingamaloq iverksiarluollu piingaan. Ivahalaqsimaloq sumittaimma. Nikatjakkumanyaanniqsuq. Paqitqaangaunnagu ivaqtani. Nunaaqqiq ikiwaqtuaganiqsuq. Inyungi tuquttaqtauganiqsit. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Wieder ein Zitat von Robert Cleveland Nasruk. Und dieser Mann wird es noch büßen, dass er unser Dorf verwüstet hat. Ja. Sowas lassen. Niveaksiarluolum inyuniaqatingi pisaullaganiqsut. Qanaquimña anuqulaqpallqiñam tainnaqumiñaitka. Jo. Voll der gemeine Arsch. Manu. Oh, da hinten zum brennendes Haus. Ach, Manu. Die tun mir voll leid. Oh. Tamanga ikumawaqtuamin. Qaqraqpam inyua niptaqtaq. Sumalagullaqami niveaksiarluolum piitsiningani. Kommst du mal zurück? Komm runter. Bitte? Kannst du mal hier unten bleiben? Hallo? Hallo? Dieses... Ja, dann komm mal runter hier. Komm herbei. Ah. Nö, ich komme da nicht hoch. Hui. So, Nuna. Würdest du bitte... Kann man dich so wieder runterlenken? Ah. Ah, okay. Gut. Dann jetzt bitte aufwärts. So ein Fahrstuhl will ich auch haben. Hui. Ih. Was war das denn? Agalaan qaqraqpallqiñat sagabingaitsut. Okay. Immenjaurat sagabegimiut. Tasamanga nunamin. Pakagahutin nunaqqimin. Lacht mich nicht aus. Oh. Nein. Ich weiß, was hier zu tun ist. So. Da rennen sie. Stehen bleiben. Was habt ihr mit unserem Dorf gemacht? So. Upsala. Duell.
Nee, das schafft er. Oh. Wie brutal. Oder muss man... Ah. Hoi, hoi, hoi. Warte, runter bitte. Dass auch sie drauf kann. Gut. Jetzt... Ah, ne. So, weiter. Oh. Weit genug und dann erst sie und dann der Fuchs. So. Hi Gwen today. Enkelin? Doch in Junge Welche Eule? Oh. Kann auch immer ilisimanek pa nga. Isumulak doch ni Berkshire Waluk. Kann auch kita pura. Kaun ngagik pen. Hilaw di ka piup ko. Ikayo niya kalorik pen kimon dahil nanakek. Sa bakit lang Oh. Eine Quest. Quest angenommen. Also muss man ihm wahrscheinlich die Trommel suchen, die er vermisst. Achso. Und diese... Nochmal von neu. Diese Eulen, die ihr da seht, sind, wenn man da vorbeigeht, diese Kultureinblicke. Und das war gerade der Herzschlag der Gemeinschaft. Ich glaube, ich mache so jeden Part ein. Wie lange nehmen wir schon auf? 12 Minuten. Ich glaube, ich mache mal einen, ne? Ich mache mal irgendwann so... Ja, kommt drauf an, wie lange die gehen. Mal gucken. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would just be relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Nupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. Ja, das ist echt so. Manche, also viele Leute, zum Beispiel wie die Inupiats, die haben nicht sowas wie ein Fernseher oder ein iPhone oder ein Tablet oder sowas. Die kennen das gar nicht. Und das ist echt so. Für die Kinder ist Geschichten erzählen wie für uns wie er schon gesagt, ich wiederhole die gerade. Das ist eigentlich total unnötig, aber das muss man sich mal vorstellen. Dass wir einen krassen, obergeilen Actionfilm brauchen, um fasziniert zu werden. Und da werden die Kinder von Geschichten fasziniert.
Und das ist das, was in der modernen Menschheit eigentlich verloren gegangen ist. Oder zum größten Teil verloren gegangen ist. Und das ist eigentlich relativ schade. Und da merke ich bei dem Spiel jetzt schon, drüber nachzudenken, über die Geschichte, über die Menschen. Und das ist dieser Lernfaktor. Und das fasziniert mich so in einem Spiel. Davon sollten mehr Spiele kommen. Das ist faszinierend einfach nur. So, Scrimshaw. Komm, gucken wir den auch noch. Ich mag diese Szenen. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time, and so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Cool. Nice. Und der Polarfuchs. Gucken. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let her. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Oh, süß. Oh, die Geschichten gefallen mir voll. Wie viele kommen denn noch? 1, 2, 3, 4. Das ist gedingst. Komm, machen wir die Folge mal hier. Kurzeinblicke. Kultureinblicke, sorry. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Boah, krass. Diese Sila hat eine Seele. Gucken. Obwohl der Part gleich vorbei ist. Egal, gucken. Überlänge. Egal. Sila is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul,
in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there's a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Oh, habt ihr gerade gesehen? Der Wal hatte gerade voll die Kratzer, voll die Verletzungen. So sah das aus. Keine Ahnung. Okay, diese Geister, die wir da immer sehen, das ist wohl von den Inupiat genannten Sila, oder hier in dem Spiel soll das Sila sein. Finde ich cool. Richtig cool. Der Weg der Fallensteller. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubarg. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Ökologische Zeitrechnung. Klingt interessant. Und ich glaube, ich google gleich mal so ein paar Inupiat-Fallen. Weil die sehen bestimmt ganz interessant aus. Und jetzt das, was wir gerade eben bekommen haben. Der Herzschlag der Gemeinschaft. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens.
Ach, das ist so. Diese Kultur, das ist so. Alles so cool einfach nur. Und. Oh, mir gefällt das. Ich liebe dieses Spiel. Mann, ist das geil. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Kleine Überlänge, aber dieses Spiel, diesem Spiel sei es gegönnt, Überlänge zu haben. Das ist so schön. Bis zum nächsten Mal und ciao.